Freunde, ich melde mich mal wieder, befinde mich gerade in Singapur und mache heute mal nichts anderes außer am Strand liegen. Ich bin hier gerade auf Sentosa. Das ist eine Insel, die früher in der Kolonialzeit eine britische Militärbasis war. Und seit den 70ern ist das hier so ein, ja, es ist schon fast so ein Freizeitpark hier. Ja, der Sand wurde hier künstlich hingeschüttet. Ich glaube, der meiste Sand kommt aus Indonesien tatsächlich. Aber hier kann man sich das wirklich gut gehen lassen. Das Wasser soll hervorragend sein. Ich werde einfach mal gucken, ob das stimmt. Und außerdem befindet sich hier der südlichste Punkt, der angeblich südlichste Punkt von Kontinentalasien. Da werden wir auch gleich mal hingehen. Und dann werde ich, wie gesagt, fast den ganzen Tag hier im Wasser verbringen und meine Zeit genießen, bevor es dann weitergeht in die nächsten Länder. Aber das ist hier, glaube ich, schon ganz schön. Direkt vor mir, ich hoffe, man kann es gleich noch besser sehen, ist eine der wichtigsten Handelsrouten der gesamten Welt. Eine der wichtigsten Schiffrouten und auch einer der größten Häfen befindet sich ja hier in Singapur. Und genau deshalb ist dieses kleine Land auch so unverschämt reich. Weil hier fast der ganze Handelsverkehr durchgeht, zumindest ein großer Teil. Aber ansonsten kann man nichts Schlechtes über dieses Land sagen. Es ist sehr organisiert, es ist sehr sauber. Es ist leider auch teuer, aber die Leute sind sehr gebildet, zumindest wirken sie so. Die öffentlichen Nahverkehrsmittel sind sehr sauber, sehr gepflegt, sehr pünktlich und auch relativ billig. Also hier kann man schon mal ein paar Tage verbringen und sich das gut gehen lassen. So, hier ist die Hängebrücke, die die kleine Insel da verbindet. Und wo sich der angeblich südlichste Punkt Kontinentalasiens befindet. Aber das ist auch eher ein Touri-Trap, weil es gibt noch einen südlicheren Punkt als diesen hier, aber der ist nicht öffentlich zugänglich. Also es geht nur um die Zugänglichkeit und dann scheint es hier wohl zu stimmen. Ansonsten ist das hier ganz schön am Wackeln. Da vorne ist ein 7-Eleven am Strand. Einer meiner absoluten favorisierten Supermärkte. Also, den liebe ich. Warum gibt es die Kette eigentlich nicht in Europa? So, wir sind gleich drüben. Hier haben wir noch eine schöne Aussichtsplattform. Da gehen wir jetzt mal hoch. Und dann wird man sicherlich auch einige Schiffe im Meer betrachten können, die darauf warten, in den Hafen zu fahren, nehme ich mal an. Ja, und gleich geht es ins kühle Nass. 30 Grad hat das, glaube ich, das Wasser, ne? Um die 30 Grad, das lässt sich doch gut aushalten. So. Geht immer weiter. So sah der gar nicht aus von unten. Ja, das stimmt. Ja, ist das schön hier. Ist ein sehr schöner Strand, ruhiger Strand, auch für Familien geeignet. Und hier vor uns sieht man schon die Schiffe und man sieht am Horizont auch Inseln. Und die müssten eigentlich schon zu Indonesien gehören, weil die nur 15 Kilometer entfernt sind.
So Leute, wir waren hier jetzt ein paar Stunden. Ich hoffe, wir haben noch keinen Sonnenbrand bekommen. Wir werden es morgen erfahren. Aber hier ist einfach weit und breit absolut niemand. Also wenn ihr mal einen Stopover hier machen wollt oder könnt, dann macht es. Weil hier ist einfach, wie gesagt, niemand. Der Strand ist echt schön, muss ich sagen. Die ganzen Einrichtungen, die hier stehen, die sind auch super. Und am Strand hier sind vielleicht 50, 70 Leute. Das ist absoluter Wahnsinn. Hier ist einfach niemand. Guckt euch das mal an. Da vorne sitzen welche, oh, da kommen gerade welche, 3 Leute. Da sind noch 2. Also wirklich, viele Menschen sind hier einfach nicht. Also das lohnt sich. Das lohnt sich. Einen Tag kann man hier locker einplanen. Also macht mal hier einen Stopover. Das ist ganz gut. So ein schöner Strand und so leer. Wahnsinn. Wie sieht das in Thailand aus? Ich meine, da sind auch schöne Strände, aber sind die leer, Leute? Sind die leer? Leute, ich bin jetzt hier an der Marina Bay in Singapur und hinter mir befindet sich wahrscheinlich die bekannteste Skyline Südostasiens mit dem wunderschönen Marina Bay Sands Hotel, mit dem Schiff oben auf dem Dach und einem absolut krassen Infinity Pool. Kann man auf jeden Fall auch mal machen, werde ich sicherlich auch noch mal nachholen. Irgendwann. Hier werde ich sicherlich noch mal irgendwann einen Transit machen für 1, 2 Tage. Also das kann man auf alle Fälle immer einbauen. Das lohnt sich schon. Aber das ist hier richtig schön im Moment. Schönes Klima, die Sonne geht langsam unter, die Lichter kommen raus. Und es ist wirklich ruhig hier. Also ich muss sagen, das ist hier wirklich, wirklich ruhig. Sehr schön, sehr schön. So, wir laufen jetzt mal zur Helix Bridge, die ist da direkt vor uns. Im futuristischen DNA-Stil aufgebaut. Gucken wir uns das mal an. Langsam alles sehr schön beleuchtet hier. Das sieht schon gut aus. Aber das wird jeder von euch schon mal gesehen haben. Wie gesagt, das muss die bekannteste Skyline Südostasiens sein. Aber wirklich beeindruckend. So, da vorne ist die Helix. Gehen wir mal hin. Überall wird gebaut. Immer Megaprojekte, immer was Neues. Es geht immer weiter. So, wie komme ich da jetzt hin mit der Baustelle? Wahrscheinlich außenrum. Ja Leute, wart ihr schon mal in Singapur? Wollt ihr da mal hin? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich schätze mal, viele hatten hier zumindest schon mal einen kurzen Transit. Ist ja auch ein großes Drehkreuz. Ja, und durch die ganzen Schiffe, durch die Handelsroute ist das hier ein großer Wirtschaftsstandort, Finanzstandort geworden. Und dadurch haben sie auch extrem an Reichtum gewonnen. So. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? So, da ist sie, die Brücke. Man musste einen Umweg gehen wegen der Baustelle. Und ich denke, hier kommt man jetzt hoch. Die Leute sind hier am Joggen. Die sind generell sehr sportlich hier in Singapur. Es gibt auch so viele sportliche Freizeitangebote, kostenlos.
Ich habe auch gesehen, wie die hier eine Baustelle haben für Paddelplätze und so weiter, die man dann alle kostenlos nutzen kann. Ja, manche Länder haben noch nicht mal kostenlose Fußballplätze. Und andere bauen extreme Anlagen kostenlos für die Bewohner. Aber sieht schön aus hier, die Beleuchtung. Das sieht sehr schön aus hier, die Helix Bridge. Hat das Design der Doppelhelix der menschlichen DNA, daher die Inspiration, deswegen diese Spiralen hier. Und wäre hier nicht zu meiner Rechten die Baustelle, dann könnte man jetzt hier richtig geil gucken. Sehr schön, sehr schön. Jetzt mit dem Licht überall. Es kommt richtig gut zur Geltung. Und hier wird überall gebaut. Überall wird hier gebaut. Was auch immer hier entstehen mag. Aber wir gehen einfach mal weiter über die Brücke. Und dann ist dort Gardens by the Bay. Gucken wir mal, wie weit man da kostenlos rein kann. Weil $25 Eintritt zu bezahlen oder sowas, habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Man muss nicht immer überall mitmachen. Man muss nicht immer alles in Kauf nehmen und überall mitmachen. Weil ich denke, man sieht auch kostenlos was. Ich habe mich damit aber auch nicht wirklich auseinandergesetzt. Ist hier nicht eins meiner Hauptziele Singapur, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist einfach nur ein kurzer Stopover, ein bisschen chillen und dann Fußball auch geguckt. Der Länderpunkt wurde auch gemacht und dann geht's weiter. Die leuchtenden Buchstaben, die ihr hier seht, das sind die 4 Basen der DNA. Adenin, Thymin, Guanin und hier Cytosin. Das soll das Ganze, das sind die Bausteine der DNA, die Basen. Und die sind hier überall auf dem Boden verteilt. Ist eine lustige Idee und macht das Ganze sehr schön ansehnlich. Aber diese Skyline hier, die kann was. Die kann definitiv was. Sensationell. Sensationell. So, wir haben die Brücke auch gleich überquert. Und dann müssten wir auch gleich bei Gardens by the Bay sein. Zu meiner Linken sehe ich schon etwas leuchten. Da gehen wir jetzt mal hin. Alle sind hier am Joggen, wirklich alle. Fahrradfahren. Aber jetzt finde ich das Klima auch richtig schön gerade. Richtig angenehm, da kann man gut Sport treiben. Die Jungs hier sind alle sehr sportlich. Ich meine, wenn ein halber Liter Bier 5 Euro kostet, dann macht das Laufen auch keinen Spaß. Da muss man sich anders beschäftigen. Ja, und das tun sie. Die laufen. Alle laufen. Das ist schon Wahnsinn. Alle laufen hier einfach. So.
Active Garden. Hier ist auch nochmal ein kleiner Park, um sich sportlich zu betätigen. Und irgendwie weiter geradeaus muss es ja dann... Wahnsinn. Muss es ja dann zu den Garden by the Bay kommen. Ja Leute, wir sind hier im Silver Garden. Es gehört auch zu Gardens by the Bay. Dahinter ist das Maria Bay Sands Hotel. Diese künstlich erschaffenen Bäume. Es sieht schon imposant aus. Ich habe mir sagen lassen, das meiste hier draußen ist kostenlos. Und nur die Indoor-Aktivitäten kosten Geld. Also gucken wir uns das hier alles draußen mal an. Ist auf jeden Fall schon sehr dunkel geworden. Ich wollte das Licht jetzt nicht anmachen. Das überstrahlt zu doll. Aber hier kommt schon die Rettung. Hier kommt eine Laterne. Ja, da drüben ist auch so eine Lichtershow gerade im Gange. Gehen wir mal hin. Schon ganz schön gestaltet hier. Da kommt auch die Musik her. Also vamos, gucken wir uns das mal an. Sehr schön, das kann was. Sehr schön, das hat auch was gebracht, das konnte was. Sehr schön, weiter geht's. Ja, dieser Park ist relativ groß hier. Kann man viel angucken, durchaus viel. Aber wir fahren jetzt nach Little India. Denn das ist mal ein ganz anderer Kontrast. Zu den ganzen modernen, futuristischen Plätzen hier ist das mal ganz anders. Hier gibt es wirklich viel zu machen. Aber das Riesenrad da hinten, das läuft wohl nicht, Diggi. Das läuft wohl nicht. Wassershow überall. Ja, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mir das gefällt. Aber das tut es durchaus. Haben sie hier sehr schön gemacht, sehr schön. Gucken wir mal. Little India. Little India. In Singapur leben rund 6 Millionen Menschen und 10% davon haben indischen Ursprung. Das ist schon nicht ohne. Es gibt hier Little India, es gibt hier Chinatown. Ja, das hier ist Little India in Singapur. Und optisch hebt es sich schon deutlich von dem modernen Singapur ab. Hier sind überall Marktplätze, die Leute sitzen hier rum, die chillen. Das sieht hier schon ein bisschen anders aus. Das ist ein krasser Kontrast auf alle Fälle. Aber die mögen das so ein bisschen heimisch hier, ihr eigenes Viertel. Das ist doch eine gute Sache. Hier sind viele Restaurants, sind hier viele Supermärkte.
Ja, hier kann man überall in die Küchen reingucken. Alle am Arbeiten, alle am Geld verdienen. Ist aber echt schon ein krasser Unterschied hier, muss ich sagen. Ja, so kann man natürlich auch transportiert werden. Hat was. Hier vorne ist die Hauptstraße. Hier kann man wieder alles kaufen. Alles Mögliche kann man hier kaufen. Ja, überall kann man hier Sachen kaufen. Indische Nahrungsmittel. Textilien. Was ist das hier? Da oben, da stehen nur Pappkartons. Da alles voll. Der ganze Balkon ist voll. Und hier ist der Tempel. Willst du mal die Latschen ausziehen, Diggi, und da rein? Sehr schön. Aber das brauchen wir nicht in Singapur machen. Das machen wir in Indien. Da werden wir auch noch für ein paar Wochen einkehren. Nach Bangladesch werden wir dann noch mal sein und von dort aus werden wir über die Landesgrenze, wenn alles klappt, nach Pakistan reisen. Also stay tuned. Ich würde sagen, ich beende das Ganze mal hier. Das war Little India in Singapur. Ein kleiner Einblick in Singapur, über Singapur. Und wenn euch das gefallen hat, ihr wisst, was ihr tun müsst. Schickt das Video weiter, lasst ein Like da, ein Abo da. Das würde mir sehr helfen, das wird mir eine große Freude machen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin.